Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu diesem neuen Tutorial. Hier soll es mal wieder um Blender gehen und um die Konstruktion von sogenannten Vasen. Wenn euch solche Videos, wo es um Konstruktion, 3D-Konstruktion, 3D-Druck geht, wenn euch die interessieren, so lasst doch gern ein Abo da. Und ihr könnt auch gern die Glocke klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gerne gesehen. Und damit herzlich willkommen bei Tutorials, beim nächsten Tutorial zum Thema Vasenkonstruktion. Da nutze ich, wie gesagt, Blender. Ich starte das mal gerade hier. So, das steht 2.8, das stimmt aber nicht. Das hier ist die neueste Version 2.93, die ich hier nutze. Und damit starten wir erstmal los. Also hier auf dem Bildschirm Kamera und ein Würfel und so weiter, das können wir erstmal alles rauslöschen. Und wir erzeugen ein neues Objekt, gehen dazu in die Aufsicht. Ich mache mal oben die Tastenkommandos an. Auf dem 10er-Tastenfeld drücke ich halt die Taste 7, das ist dann die Aufsicht, und erzeuge ein neues Objekt. Das machen wir über die Taste Shift und A. Und dann haben wir hier Mesh und da fange ich für die Vasen an mit einem Kreis. Das ist das hier, die Funktion Circle. Und dann kann man hier unten das aufklicken und dann kann man hier eingeben, wie viel Punkte soll denn dieser Kreis hier auf der Außenseite haben. Und da machen wir ruhig mal nicht 32, sondern 128 Stück. Und wenn wir das gemacht haben, können wir über die Tab-Taste in den Edit-Mode gehen und dann haben wir hier diese ganz vielen Punkte. Jetzt kann man sich hier überlegen, was für eine Vase möchte ich denn machen. Das ist jetzt die Grundfläche der Vase, die ich hier habe, und ich selektiere jetzt hier von diesen Punkten jeweils nur einen, nicht jeden Punkt, sondern nur regelmäßig eine gewisse Folge. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier, wenn ich den Punkt selektiert habe, dann wäre das hier der vierte, der nächste. Oder aber ich gehe her und sage, naja, das ist mir zu viel, also zu wenig, ich will mehr Luft dazwischen haben. Das heißt, ich gehe jetzt hierher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leer und habe hier den Nummer 8. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann ist das, nee, du natürlich nicht, der hier. Können wir gerade zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das stimmt. Und dann geht es hier weiter, wieder 7 Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, natürlich der 8. dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die Nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist das der hier. Zählen wir nochmal gerade 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und den haben wir natürlich selektiert. Man könnte das Ganze auch schneller bewerkstelligen, indem man halt sich eine Hilfssache hier einkonstruiert. Das kann ich später mal kurz zeigen oder im extra Video. Schauen wir mal ganz einfach. Also das ist jetzt erstmal das, was ich hier konstruiert habe. Ich habe jetzt hier diese Punkte markiert. So, was machen wir hier weiter? Die sollen jetzt entsprechend bewegt werden, diese Punkte.
Und um das zu bewerkstelligen, haben wir hier eine Funktion, die kann man hier vorne aktivieren oder mit dem Shortcut Taste O kann man die aktivieren. Und hier kann man dann auswählen, was für eine, da werden diese Punkte, wenn ich die bewege, werden die Punkte so bewegt, dass die Punkte, die da dran hängen, halt mitbewegt werden. Je dichter sie dran sind, desto stärker. Das Ganze nennt sich Proportional Editing. Wir können das mal gerade zeigen, wenn ich jetzt hier das bewege. Im Moment bewege ich alles. Und ich kann jetzt mit dem Mausrädchen diesen Kreis hier kleiner machen. Und dann sieht man, dann wird der Einflussbereich dieser Bewegung halt eingeschränkt. Ich will das aber nicht bewegen, indem ich das verschiebe, sondern ich möchte das skalieren. Das heißt, ich drücke die Taste S und kann jetzt diese Punkte so nach innen ziehen, kann diesen Kreis hier entsprechend mit dem Mausrädchen größer und kleiner machen, bis mir das Ganze gefällt. So, was ich jetzt aber auch noch machen kann, ist, um hier ein wenig mehr Feinheiten reinzubringen. Wir bewegen das jetzt erst einmal hier. Bewegen das Rädchen so, dass es uns auch gefällt. So zum Beispiel. Jetzt kann ich halt die Taste A drücken, um alles zu selektieren. Taste W. Nee, das macht er nicht. Moment. Auf welcher Funktion sind wir denn jetzt hier? Das muss mit einer anderen Funktion gehen. Schauen wir mal gerade. Was haben wir hier? Knife, Loop Cut. Machen wir es über. Vertex. Ist das Taste S? Nee. So, Smooth Vertices, dann sind die ein bisschen smoother. Wir können aber auch noch das Ganze, ich glaube über Edge geht das hier. Subdivision und das machen wir mit der Funktion und dann werden hier noch weitere reingesetzt und dann können wir noch mal Vertex und Smooth Vertices machen. So gefällt mir das Ganze jetzt und dann drücke ich einmal die Taste Shift und F. Ja, das ist nicht richtig. Alt F ist das. So, jetzt ist das eine Fläche. So, das ist jetzt die Unterseite der Vase, die ich nutzen möchte. Und jetzt gehen wir hier einfach immer noch im Edit-Mode Taste E drücken. Das Ganze wird nach oben gezogen und so hoch wie das Teil werden soll, sagen wir mal, so sollte die Vase aussehen. So, jetzt ist das aber noch nicht alles. Das kann man drucken. Wunderbar. Das ist auch als Vase natürlich geeignet. Aber ich gehe jetzt her, drücke STRG R und gehe mit dem Mausrädchen her und fahre jetzt solche Schnitte hier rein. Und dann sieht man ja unten, da sieht man, wie viel das sind. 70. Da gehen wir jetzt ruhig mal auf 100 Stück. Und da haben wir 100 solche Schnitte drin. Dann brauche ich noch einmal die rechte Maustaste drücken und habe die 100 Schnitte hier eingefügt. So, jetzt, warum die 100 Schnitte? Was können wir damit jetzt machen? Einmal können wir die
Form schon mal ein wenig anpassen. Das heißt, es soll ein bisschen bauchig werden, diese Vase hier. Das heißt, ich gehe her, selektiere erstmal nichts mehr. Dann einmal B drücken, hier oben das einstellen, dass er alles halt selektieren soll, dass das aktiv ist. Hier gehen wir nochmal her, Taste B. Die bitte gucken wir uns mal an. Haben wir alle. Jo, das sieht gut aus. Und jetzt drücke ich die Taste S und fahre das so nach außen. So, das mache ich aber wiederum in dieser Ansicht. Wir können das jetzt hier wieder ausschalten. Dann ist das ein bisschen sichtbarer. Und dann kann ich wieder mit der Funktion, die ist ja noch aktiv, diese parametrische Sache mit dem Mausrädchen, kann ich jetzt sagen, was für einen Körper will ich denn da rausfahren. Dann kann ich ausprobieren, ich drücke die rechte Maustaste, ändere das hier ab auf zum Beispiel Sphere. Dann gucken wir uns an, wie sieht das denn als Kugel aus. So, da muss ich direkt sagen, da muss man vorsichtig sein, damit es druckbare Vasen bleiben. Weil diese Übergänge hier, das ist für eine Vase schon heftig, was man da sieht. Also die Funktion nicht unbedingt nutzen. Können wir mal gucken, die wird wahrscheinlich genauso schlecht gehen. Also diese Smooth-Funktion ist schon die man da in dem Falle wählen sollte. Vielleicht haben wir noch was anderes, die wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Ja, die könnte gehen. Die könnte durchaus gehen. Das heißt, die würde ich aber hier nicht nutzen, die würde ich nachher später nochmal nutzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Smooth, mache hier erstmal, gebe ich der Vase so ein bauchiges Aussehen und selektiere erstmal nichts mehr, gehe in die Seitenansicht und selektiere nun hier oben diesen Rand hier. Wieder das aktivieren hier, B, die oberste Ebene, selektieren, das wieder anmachen. Wir können wieder skalieren sagen und können hier jetzt ganz einfach mal auf Sharp wechseln. Mal gucken. Das wirkt da nicht sonderlich stark, aber das machen wir jetzt trotzdem. Dann kann man GZ, das nach oben bewegen, und kann jetzt hier definieren, wie soll denn das Teil wirklich aussehen. So, gut. Dann machen wir hier noch, jetzt sieht man hier schon, das ist jetzt nicht mehr so einfach, die von der Seite zu selektieren, aber es sollte immer noch funktionieren. Das heißt, ich selektiere jetzt erstmal wieder nichts mehr. Dann einmal hier diese möchte ich selektieren. Wir sind immer noch auf Sharp und dann kann man das nun hier, kann man den Aussehen so geben und dann machen wir den oben nochmal klein. Das heißt, wieder nicht selektieren, B, du sollst wieder selektiert werden und selektieren und skalieren den jetzt. Da wechseln wir hier wieder auf Smooth. Und dann, na komm. Dann wieder, ja, das ist noch aktiv. Dann fahren wir die hier nach oben. Gucken uns einmal an, ob das die auch wirklich alle sind. Jo. Und dies. Alles mal wieder weg. Okay, jetzt kommt das, was wirklich Spaß macht in dem Falle. Und zwar, ich selektiere jetzt wieder diese, oder machen wir das ruhig hier in der Mitte, da.
Das heißt, alles deselektieren, das wieder aktivieren. Wir nehmen diesen Bereich hier. Einstellung auf Smooth ist in dem Fall richtig. Ich möchte jetzt hier das rotieren. Und zwar um die Z-Achse. Jetzt kann ich mit dem Rädchen das so fahren. Und kann mir jetzt auswählen, wie soll denn die Vase dort aussehen. Sagen wir mal so. Und dann machen wir das hier oben nochmal. Also alles deselektieren, B. Und du wirst auch noch gedreht um die Z-Achse. Das Rädchen wird jetzt aber nicht so stark beeinflusst. Das heißt, das ging jetzt in diese Richtung hier. Also entgegen SZ und... Nee, nicht SZ, RZ. Und das bewegt sich jetzt so. So, das ist jetzt die Vase, wie sie aussehen würde. Und dann gehen wir hier noch her, gehen aus dem Edit-Mode raus. Das sind wir schon, gehen hier auf das Schraubenschlüssel-Symbol und machen einen Modifier, und zwar Subdivision Surface. Und da stellen wir hier ruhig auf 2 ein. Dann wird das hier so ein bisschen schön glatt noch gemacht. Und dann kann man hergehen nochmal in den Edit-Mode, beziehungsweise ich kann jetzt diesen Subdivision Modifier, den kann ich hinzufügen. Das mache ich hier. Apply heißt die Funktion. Und jetzt ist das auf einmal wesentlich mehr geworden an Informationen. Und dann selektieren wir mal eine Fläche. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Erstmal alles deselektieren. Und gehen mal her auf die Seitenansicht. Jetzt möchte ich doch gerne besser im Punktmodus machen. Alles deselektieren. Wir möchten so schauen. Und das ohne diese Funktion hier. Wird nun einfach SZ und 0 gesetzt, damit die Vase oben schön glatt abgeschlossen ist. So, und da haben wir unsere Vase fertig. Ich bin jetzt im Objektmodus, ich kann die deselektieren, kann die jetzt als STL exportieren. Das heißt, ich selektiere die, muss ich nicht unbedingt, und dann gehen wir her auf Datei Export als STL-Datei und dann geben wir den Namen. Das wird jetzt Vase Test.stl und dann wird Cura gestartet und dann schauen wir, was man da für Einstellungen am besten nutzt. So, Cura ist gestartet. Das Objekt kann jetzt importiert werden. Steuerung O für Open. Und dann war das auf dem Verzeichnis hier. Und ich glaube, der hat das woanders hingepackt. Gucken wir nochmal gerade nach. File Export STL. Doch, eigentlich schon. Auf das Verzeichnis muss ich gehen. Und jetzt zeigt er das doch komplett an. Und dann ist das Ganze unter Vase. Vase Test. Open. So, das ist jetzt hier so eine Mini-Vase geworden. Und die... Ist das die überhaupt? Nicht, dass ich da eine alte eingeladen habe. Das können wir mal gerade schauen.
Nee, das ist die. So, die ist jetzt winzig klein und dann kann man die selektieren. Dann geht man hier auf den Skalieren-Modus. Da sieht man, die ist nur 2,89 mm breit und 4 mm hoch. Und die soll aber 200 mm hoch werden. Das heißt, ich gebe jetzt einfach hier 200 mm ein. Und dann wird das entsprechend skaliert. So, jetzt habe ich hier schon ein Vase-Programm im Cura gewählt. Das ist ein ganz normales Programm. Schichtdicke ist hier 0,24 mm gewählt. Das heißt, pro Umdrehung geht die Düse um 0,24 mm nach oben. Und die geht halt nicht in Schritten nach oben, sondern die geht kontinuierlich, während er nach oben fährt, wird das nach oben bewegt. So, das ist alles Standardkram. Das heißt, wo ist das Wichtige bei Vasen? Das Wichtige ist viel tiefer hier, und zwar unter Sonderfunktionen. Die müsst ihr bitte aktiviert haben, wenn die nicht aktiviert sind. Das Ganze nennt sich Spiralisieren der äußeren Konturen. Und das ist Spiralisieren der äußeren Konturen glätten. Die muss nicht unbedingt aktiv sein, die sollte aktiv sein. Und einstellen tut ihr das Ganze, indem ihr hier auf Sichtbarkeit einstellen klickt und dann sucht ihr euch hier unten das an, den Punkt Sonderfunktion, und da habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ihr möchtet das Spiralisieren sichtbar haben. Normal ist das nämlich nicht sichtbar. So, wenn ihr das gewählt habt, das Spiralisieren, dann gibt es hier noch weitere Parameter, wo man mitarbeiten soll. Und zwar beim Material. Hier ist Material eingestellt, ein Fluss von 95%. Und das ist für Vasen ein bisschen zu wenig. Das ist, bei Vasen ist es wichtig, dass schon Material aufgebracht wird. Also da kann man ruhig, sag mal, 105 oder 110 einstellen. Ich mache jetzt mal 105. Und mehr ist nicht zu beachten. Bei der Geschwindigkeit, da habe ich bei dem letzten Test hier das wirklich absolut maximal herausgenommen. 140 mm pro Sekunde ist viel zu schnell. Also da geht man jetzt besser mal auf, sag mal, 60 zum Beispiel. Und die Wandgeschwindigkeit auch entsprechend verringern. So, untere Schicht, Bewegungsgeschwindigkeit 140, das ist mein Standard bei dem Drucker. Und in der ersten Schicht ist er entsprechend langsamer. Und dann können wir das Ganze slicen. Man sieht hier, da hat er was zu tun. Und dann können wir uns das in der Vorschau anschauen. So sieht das Ganze aus. Kann jetzt hier nach unten fahren und sieht hier in der ersten Schicht, so sieht die Vase also unten aus. Man merkt es schon, so ganz hat das nicht funktioniert. So richtig toll sieht die da nicht aus. Gucken wir uns das mal an. Ich glaube, das ist aber nur die unterste Schicht, die da gelitten hat. Ab hier kann man es eigentlich vernünftig nehmen. Also die Vase sollte man vielleicht nochmal neu konstruieren. Aber ihr seht das Prinzip, was dahinter steckt, wenn man solche formschönen Vasen konstruieren möchte. Und die werden dann so gedruckt und werden, wie es für Vasen halt Usus ist, auch wirklich wasserdicht. Nicht wie viele andere 3D-Objekte, die schon mal nicht wasserdicht sind, also wo Wasser, wenn man es reingießt, raustropft. Okay, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Tutorial. Wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst bitte ein Abo da und klickt auch gegebenenfalls auf die Glocke, wenn ihr halt informiert werden möchtet über neue Videos, die ich erstelle, und klickt auch, lasst auch gern ein Like da, einen Daumen nach oben. So, das war, wie gesagt, das neueste Video von Tutorius, und ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem wann das Video schaut, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halt. Ich habe ja die Datei immer noch hier und wir schauen uns gerade mal an, warum das da unten so komisch geworden ist. Ich habe so eine Vermutung. Das heißt, ich gehe nochmal gerade in diesen Körper rein und bearbeite auch die untere Schicht hier nach.
Das heißt, ich bin im Edit-Mode. Ich wechsle hier in die Ansicht, dass wir alles sehen. Und wir wechseln gerade mal hier unten hin. Einmal alles deselektieren. Und dann sieht man hier da diese Schicht hier. Da machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir selektieren diese unterste Schicht hier auf die Art. Das machen wir von der Seite genauso. Und hier in der Mitte auch. Nochmal da ein B. Das bitte auch. Und dann drücken wir da jetzt einfach nochmal S und Z und 0. Und dann exportieren wir die Vase nochmal. Export als STL. Vase Test ist noch eingestellt. Ist exportiert. Nochmal Cura starten. So, Cura ist wieder da. Öffnen die noch einmal. So, hier muss man bei Cura immer ein bisschen warten, bis er die Tasten im Schrank gezählt hat. Und dann haben wir hier die Vase Test STL. Nochmal öffnen. Und selektieren. Skalieren Höhe auf 200. Schauen wir uns das jetzt unten an. Das ist immer noch nicht so ganz astrein. Da kann man aber nun theoretisch diese Vase ein bisschen tiefer drucken lassen. Oder wir gehen hier nochmal rein, drücken einmal STRG Plus und drücken SZ und 0. Nochmal STRG Plus, SZ und 0. Und exportieren die nochmal. Der Grund dafür ist als ich den Körper habe weich machen lassen, dass er da unten das so rund gemacht hat. Gibt es auch Mittel und Wege dagegen, das zu vermeiden. Also ich habe die nochmal exportiert. Hier sagt er direkt, ist neu, soll ich neu laden? Ja, mach mal. Und dann wird der Körper neu geladen. Müssen wir schauen, ob der jetzt wieder klein ist. Ne, der hat den jetzt automatisch so genommen. Ich kann das hier auf 200 ändern. Und jetzt sieht man hier, das sieht schon bedeutend besser aus. Und so wäre das Ganze auch druckbar. Das heißt, jetzt machen wir hier nochmal einen Slice. Und jetzt sieht man hier in der Vorschau, wie das Ganze gedruckt wird. Und hier unten der Boden, der kriegt eine gewisse Dicke, so dass man die Vase da wirklich lösen kann. Und ab hier, das sind die ersten beiden, soweit ich weiß. Da ist auch noch ein bisschen Masse hier. Und das heißt, die ersten beiden Schichten sind, das ist der Boden, das ist dann hier, der Rand ist dicker. Und ab da, und das macht er hier nochmal ganz und randdicker. Und da fängt er dann erst an mit dieser Spiralisierung. Und die kann man sich dann hier so anschauen. So fährt er dann eben die Vase ab. Und das geht schneller, als es hier in der Vorschau aussieht. Gut. Okay, nochmal schönen Abend und viel Spaß beim Blendern und beim 3D-Drucken. Tschüss.